Jetzt klären wir die Frage, ob man in einem 10-Euro-Studio auch Bluebox- und Greenscreen-Aufnahmen machen kann. Nochmal kurz zur Erinnerung, das, was ihr hier seht, ist eine Verpackung von einem Kühlschrank. Ich habe die hinter den Sessel gestellt und hier Fotokartons hingehängt. Hier an den Seiten sind weiße Fotokartons, die das Licht hier auf mich reflektieren. Und hinten seht ihr, ist ein grüner Karton, der einigermaßen auch dem Grün entspricht, was man für einen Greenscreen nutzt. Beleuchtet wird das Ganze vom Fensterlicht. Wir haben heute einen bewölkten Tag, also hier fällt weiches, gleichmäßiges Himmelslicht auf mich und beleuchtet mich. Bei einem Chroma Key, was der Überbegriff ist für diese Art von Tricks, ist es wichtig, dass der Hintergrund gleichmäßig auf dem richtigen Niveau beleuchtet wird und dass natürlich, soweit es möglich ist, keine Schatten vom Vordergrund auf den Hintergrund fallen. Das kann man hier nicht ganz so ausschließen, weil ihr seht, da ist ein kleiner Schatten. Werden wir gleich mal schauen, wie weit das beim Keen, also bei der Anwendung des Tricks, relevant ist. Ich blende jetzt mal unterschiedliche Hintergründe ein, beispielsweise mal einen ganz normalen, einfachen Farbverlauf oder einen Grauverlauf, dann unterschiedliche Hintergründe, die ich aus dem Internet habe, Stichwort Free Stock Footage, da gibt es eine große Auswahl und natürlich auch selbst gedrehte Dinge von mir. Den Trick selbst habe ich mit DaVinci Resolve realisiert. In der Beschreibung findet ihr einen Link zu einem Tutorial, wo es super erklärt ist. Ein grüner Hintergrund funktioniert in der Regel ganz gut, hat allerdings den Nachteil, dass manchmal das grüne Licht vom Hintergrund auf die Haut fällt und dann hat man so ein Spill, also ein grünes Licht in der Haut. Und grünes Licht auf Haut ist immer kritisch. Also das kann dann schnell wie Wasserleiche aussehen. So. Das zweite Problem ist auch, dass Grün immer ein sehr hohes Lichtniveau hat. Und dann wirkt Grün wie eine zusätzliche Lichtquelle. Das ist also das Problem dabei. Wir wechseln jetzt mal auf Blau und gucken uns das Ganze mal mit blauem Hintergrund an. Blau funktioniert ebenfalls, hat hier den Vorteil, dass das Lichtniveau vom blauen Hintergrund etwas geringer ist. Und der Spill ist hier blau und der sieht immer etwas gefälliger aus. Ob man jetzt grün oder blau verwendet, ist natürlich auch eine Frage des Vordergrundes. Hat man im Vordergrund etwas Grünes, dann ist es natürlich total ungünstig, wenn man auf grün stanzen möchte, weil dann natürlich auch Teile des Vordergrundes verschwinden. Umgekehrt, bei Blau ist es natürlich genauso. Jetzt hier in diesem Falle ist es so, dass meine Brille eine leichte blaue Beschichtung hat und das kann dann kritisch sein. Also hier muss man ganz genau gucken beim Einstellen bei den Reglern, dass meine Brille nicht durchsichtig wird und ich hier so zwei Höhlen habe. Historisch ist es so, dass man mit Filmkameras nur auf Blau arbeiten kann. Elektronische Kameras können Blau, Grün und auch Rot verwenden. Rot hat man beispielsweise genutzt für Grafiken. Ich persönlich richte mich auch immer ein bisschen danach, was ich später einblenden werde. Also, wenn ich zum Beispiel frei bin und ich blende anschließend eine Landschaft ein, die viel Himmelsanteile hat, dann ist es praktischer, finde ich, auf Blau zu stanzen, wenn man jetzt die Frage Hintergrund, Vordergrund nicht berücksichtigen muss, weil sich dann das blaue Himmelslicht quasi als Reflexlicht in der Haut wiederfindet. Das sieht dann harmonischer aus. Beim Film ist es so, man nutzt Blau beispielsweise dann, wenn man Nachtaufnahmen einblendet und auch spiegelnde Objekte hat, dann ist Blau einfach besser. Auch habe ich natürlich den Vorteil, dass ich jetzt hier eine Pläte habe, also nicht Haare, die so ein bisschen durchsichtig sind und das ist dann immer kritisch. Der Preis für diese beiden Kartons, grün und blau, liegt bei unter 5 Euro. Also das ist eine Summe, die kann man mal für Experimente investieren. Probiert es einfach mal aus. Ich hoffe, es waren ein paar Anregungen für euch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, liked es und abonniert den Kanal. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Der Dunker muss es ja wissen.